Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein sehr interessantes englisches Bier nach, das Otter Ale heißt. Das Otter Ale konnte ich vor ungefähr einem Jahr im Urlaub mal in England probieren und das hat mich besonders beeindruckt, weil es ein sehr interessantes Mundgefühl hat und dadurch, dass ich normalerweise sowas kaum bemerke, war das schon sehr eindrucksvoll. Das Otter Ale habe ich hier in meinem Real Ale Almanach drin. Die Malzschüttung ist relativ einfach. Also wir haben Pale Ale Malz und wir haben das Cara Crystal. Und hier wird angegeben, dass das 8% Crystal Malt enthält. Wir möchten auf 4,5% Alkohol kommen, deswegen bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass eine Schüttung von 800 Gramm für meine Gallon Bier eine gute Menge ist. Und dann werde ich 64 Gramm Crystal Malt benutzen, also Cara Crystal, und dann den Rest Pale Malt. So, man kann das Ganze mit nur Maris Otter machen oder in dem Buch steht auch drin Harkin und Maris Otter. Ich habe jetzt das ganz normale Pale Malt benutzt, was ich immer habe. Also ich glaube, Weyermann ist das Pale Ale Malz. Dann kommen wir zu den Hopfen. Also ich habe das Ganze am Einmaischen, das ist schon hinter mir, in dem Maischekessel, 1 Stunde, 66 Grad, das Übliche. Dann wird das geläutert, das Ganze. Das funktioniert ja bei mir immer ganz gut in dem Maischekessel. Einmal hatte ich jetzt in letzter Zeit mal wieder Probleme. Aber auch das kriegt man meistens hin, dass das ein bisschen mit Aufrütteln durchfließt. Und dann wird das aufgefangen, kommt zum Kochen. Welche Hopfen benutzen wir? In dem Büchlein steht drin, dass Challenger als Bitterhopfen und Fuggles als Aromahopfen benutzt wird. Und das gleiche habe ich auch in älteren Texten über das Bier gefunden. Allerdings sagt in dem blauen Buch, was ich noch habe, The Perfect Pint heißt das, nicht The British Pint, das bin ich. Da steht drin, dass wohl Pilgrim heutzutage bei Otter Ale verwendet wird. Und Pilgrim ist einfach ein modernerer Bitterhopfen mit ein bisschen mehr Alphasäuren, der auch so eine typisch englische Bitterkeit da reinbringen soll. Und den habe ich mir vor kurzem auch bestellt. Und einfach auf den Verdacht hin, dass das Rezept ein bisschen modernisiert wurde und die Brauerei jetzt einen effizienteren Bitterhopfen benutzt, werde ich auch Pilgrim benutzen. Ich werde so ungefähr 30 IBU anstreben. Da habe ich leider keine Infos zu gefunden, ob das passt, aber das müsste ungefähr hinhauen. Es war nicht super mild wie 25 IBU, sondern eher so auf dem oberen Ende für so ein typisches Bitter. Das heißt, ich nehme 4 Gramm von meiner Gallon, koche 90 Minuten. Ich tue den Hopfen ja immer dazu, wenn der Schaum sich gelegt hat, also nach 7, 8 Minuten ist das meistens nach dem Kochen, kommt der Hopfen dazu. 90 Minuten Kochvorgang und in den letzten 10 Minuten tue ich dann Fuggle dazu. Da werde ich jetzt 2 Gramm für meine Gallon nehmen. Fuggle ist ein sehr neutraler Hopfen und ich habe den da auch jetzt nicht besonders rausgeschmeckt, als ich das probiert habe und denke, das passt ganz gut, dass ich da eine neutrale, ja, leicht den Eindruck verstärkende Hopfennote drin habe. Wovon ich relativ überzeugt war, als ich das getrunken habe, ist, dass ich Postboil East Kent Golding geschmeckt habe. Das ist ein sehr markanter Geruch, weil der so eine ganz besondere Fruchtigkeit einbringt, die sehr schnell zu viel werden kann, wenn man zu viel davon nimmt. Und da ich das so nachbrauen möchte, wie ich das halt wahrgenommen habe, werde ich auch 1 Gramm in den Whirlpool geben nach dem Kochen. Also bei 80 Grad Flüssigkeitstemperatur. Und mit 1 Gramm pro Gallon sollte das dann so eine ganz leichte, dezente Note dazugeben. Ich denke, das wird hinhauen. Das Wichtigste an dem Bier ist die Hefe. Und da habe ich in einem englischen Forum einen Hinweis zugesehen. Und zwar von jemandem, der wohl in der Brauerei eine Besichtigung gemacht hat. Und da wurde ihm erzählt, dass die ersten Biere von dem Vater des Braumeisters mit einer typischen untergärigen Hefe aus dem Drogeriemarkt gemacht wurde. Und die kann man natürlich jetzt so nicht wiederfinden. Allerdings sind so Sachen, die zum Beispiel im Drogeriemarkt verkauft werden, oft einfach wiederverpackte Hefen von Fermentis oder Lallemand als die großen beiden Hersteller. Und deswegen habe ich mich mal umgeguckt und die Fermentis Saftlager 23, die scheint ein guter Kandidat zu sein. Da wird nämlich angegeben, dass man damit auch bei hohen Temperaturen, also 20 Grad Raumtemperatur, das Ganze fermentieren kann, ohne dass das furchtbar schmeckt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben die Hefe ist, mit der dieses Ale produziert wird. Und technisch gesehen wäre das dann ein Steamlager. Also es kann sein, dass Otter Ale, obwohl es so heißt, ein Steamlager ist. Das war der einzige Hinweis, den ich dazu gefunden habe, deswegen mache ich das auch genauso. Saftlager 23 ist momentan noch im Kühlschrank. Die werde ich sauber rehydrieren und dann zu der Würze zugeben und das Ganze dann, weil es jetzt Sommer ist, im Keller vergären lassen. Der Keller hatte die letzten Wochen über immer so um die 20 Grad, das wird also gut hinhauen. Und dann wird das wahrscheinlich sauber fermentieren. Schauen wir mal, wie sich die Hefe verhält. Ich glaube, man muss immer bei untergärigen Hefen aufpassen, dass die bei hohen Temperaturen nicht extrem überschäumen oder so. Aber das weiß ich nicht genau. Schauen wir mal. Ich werde von der Hefe wahrscheinlich so 5 Gramm für die 4,5 Liter nehmen, weil bei untergärigen Hefen soll man eigentlich mehr nehmen, aber es ist ja nicht untergärig, also es wird ja nicht kalt vergoren. Ich würde das jetzt erstmal so machen und wenn es dann
überhaupt nicht in Gang kommt, kann man ja was nachtun. Ja, damit bin ich eigentlich schon durch die Rezeptur. Ich würde sagen, ich mache noch ein kleines Video, wenn ich dann mit dem Brauvorgang durch bin und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich. Es ist jetzt der nächste Abend, weil ich gestern Abend nicht mehr geschafft habe, noch ein Video zu drehen. Aber was ihr jetzt sehen könnt, ist das Hochkräusen. Die Hefe ist nämlich sehr schnell angegangen. Nach 2 Stunden ungefähr haben sich die ersten Bläschen gebildet, nach 2 Stunden nach dem Anstellen. Und heute Morgen war es dann richtig heftig am Sprudeln. Jetzt hat es sich tatsächlich sogar schon ein bisschen beruhigt. Es riecht nicht nur so typisch nach den East Kent Golding Hopfen, also die Fermentationsaromen, die sind ja immer relativ ähnlich, wenn der Aromahopfen gleich ist. Hier hat man jetzt noch so ein sehr süß-fruchtiges, ästeriges Aroma bei. Ich hoffe mal, dass es für die Hefe jetzt nicht zu warm ist. Dadurch, dass es gestern relativ heftig geregnet hat, ist die Temperatur hier oben auch auf 22 Grad abgekühlt, draußen noch deutlich mehr. Und ich werde aber wahrscheinlich trotzdem gleich den Bottich nach unten bringen, weil es doch sonst ein bisschen zu warm ist. Es kann sein, dass ich nachher zu dem Schluss komme, dass das Bier bei 18 Grad vielleicht am besten fermentiert wäre, aber da habe ich keine Möglichkeiten zu, das wirklich auf die Temperatur runterzudrücken. Ja, also ich werde das dann in einer Woche wahrscheinlich ungefähr abfüllen, wieder in ein Partyfässchen mit 5 Litern, wie ich das sonst immer mache. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen zur Verkostung wieder. Bis dann.